Um es klipp und klar zu sagen, wir drei werden deine Beziehung zu Elisabeth nicht akzeptieren. Sollte sie hier einziehen, verlassen wir das Schloss. Und wer soll noch mitbauen? Du süßer kleiner Engel? Ich? Oh. Mama. Was hast du gerade gesagt? Mama? Und jetzt sag mal, Papa. Du bist so süß. Machen Sie sich nicht lächerlich. Oh je, da ist aber jemand sauer. Jemand? Ich bin seine Mutter, was Johannes in Ihnen niemals sehen wird. Das erwarte ich auch nicht von ihm. Was soll denn das ganze Theater? Kompensieren Sie Ihren Frust, weil Sie niemals eigene Kinder bekommen können? Sie sollten sich mal besser über die Gesetzeslage im Familienrecht informieren, meine Liebe. Frau von Anstetten, glauben Sie immer noch, dass man Ihnen wieder das Sorgerecht zuerkennen wird? Natürlich. Und deswegen geben Sie mir jetzt meinen Sohn. Oder muss ich Ihnen auch noch erklären, was man unter Besuchsrecht versteht? Ich darf die nächsten 2 Tage mit meinem Kind verbringen. Ich werde das Personal trotzdem anweisen, dass man sie im Auge behält. Warum machen Sie das nicht selber? Sie haben doch sonst keine großen Aufgaben in Ihrem Leben. Ihr wollt mich erpressen? Nein. Wir versuchen nur, unsere Familie zu retten. Indem ihr mir verbietet, mit der Frau zusammenzuleben, die ich liebe? Vater, prinzipiell hat hier keiner was gegen die Beziehung. Doch. Unsere Familie ist seit Jahren mit dem Brandners befreundet. Ich bin mit Susanne verheiratet. Paul ist Konstantins bester Freund. Und ich bin auch eine halbe Brandner. Hast du das schon vergessen? Tja, aber wie sollte er sich an die Namen aller Frauen erinnern? Die hätte er sich schon eintätowieren lassen müssen. Nicht in dem Ton, Konstantin. Vater, ist dir eigentlich klar, dass du drauf und dran bist, unsere ganze Familie zu zerstören? Kinder, mir ist doch vollkommen klar, dass meine Liebe zu Elisabeth euch, uns alle, vor eine äußerst komplizierte Situation stellt. Trotzdem lasse ich mir von euch nicht diktieren, wie ich mein Leben zu führen habe. Nein, lieber diktierst du uns, was wir zu tun haben. Oder bin ich etwa freiwillig in die Staaten aufs Internat gegangen? Es reicht, Konstantin. Hier geht es um Liebe. Ich liebe Elisabeth. Und wir sind zusammen. Ob euch das gefällt oder nicht. Soll ich die mal wieder auflegen? Schon verstanden, total out, was? Na dann raus damit. Ich glaube, du brauchst dringend mal wieder einen Freund. Deine Beziehung zu Pepper, die nimmt langsam merkwürdige Formen an. Ich komme ganz gut auch ohne Freund klar. Ihr Weiber habt echt nur dieses eine Thema. Männer. Naja, ihr seid eben die aufregendste Spezies auf dem ganzen Planeten. Endlich hat es mal eine begriffen. Obwohl, ich kenne da auch so ein paar Exemplare, die völlig daneben sind. Ach nee, kommt jetzt endlich die Selbsterkenntnis? Nein, keine Chance. Ich rede von diesem Typen, der bei minus 10 Grad auf unserer Dachterrasse pennt. Dieser Typ heißt Christian, falls du das noch nicht weißt. Danke, ich weiß, wie er heißt. Er hat trotzdem einen kompletten Dachschaden. Hat er nicht. Und wieso bringt er dann so eine schräge Nummer? Um für uns auf cool zu machen? Andi, wenn du keine Ahnung hast, dann halt einfach deine Klappe. Ich werde ja wohl noch meine Meinung sagen dürfen. Nein, darfst du nicht. Und jetzt verpiss dich in die Küche, da steht noch genug dreckiges Geschirr rum. Weiber. Warum grinst du so blöd? Tue ich das? Ja. Ich habe nur gerade nachgedacht. Was? Wenn Nico hier gewesen wäre, hätte sie Andi genauso rund gemacht. Wer von euch beiden liegt eigentlich bei Christian vorne? Für mich hat sich das erledigt. Ich habe Christian abgehakt.
Ich versuche euch lediglich deutlich zu machen, was diese neue Liebe für mein Leben bedeutet. Wie unglaublich wichtig Elisabeth für mich ist. Ach, und was ist mit Arno? Du kannst also Arno die Frau ausspannen, nur weil du Cécile verloren hast? Leonhard hat Cécile auch verloren. Ich hätte niemals gedacht, dass du derartig rücksichtslos und egoistisch sein kannst. Da haben wir wohl mehr gemeinsam, als dir lieb sein kann, Carla. Oder hast du dich damals gefragt, wie es für einen Schneider war, als du dich in Hannah verliebt hast? Oder du, Nico? Du hast Jana Andi abspenstig gemacht, deiner eigenen Schwester. Willst du mir jetzt etwa Vorwürfe machen? Nein. Ich will euch lediglich vor Augen führen, dass man sich nun mal nicht aussuchen kann, in wen man sich verliebt. Da muss ich Vater recht geben. Alle, die wir hier sitzen, haben denselben Fehler gemacht und genauso gehandelt wie er. Und das soll jetzt aufgewogen werden, oder? Noch einmal nein, das ist nicht meine Absicht. Ich kann mir dieses Gelaber nicht mehr geben. Konstantin. Vater, es bleibt dabei. Zieht Elisabeth hier ein, sind wir weg. Hallo, Herr Schneider. Wie geht's denn dem Vater meines Kindes? Bestellen Sie ihm mal schöne Grüße von mir. Sagen Sie mir sofort, wohin Sie mit dem Kind wollen. Wir setzen uns in die Südsee ab. Hm? Wenn Sie das wagen. Ich nutze nur mein Besuchsrecht, um meinem Sohn etwas von der Welt zu zeigen. Das dürfen Sie nicht. Sie haben doch einen schlauen Anwalt. Der wird Ihnen sicherlich in einfachen Worten erklären können, dass ich in den nächsten 2 Tagen tun und lassen kann, was ich will. Außerdem brauchen Sie doch sicherlich Zeit, meine Suite nach Beweismaterial zu durchsuchen. Viel Glück dabei. Seien Sie nicht zu frustriert, wenn Sie nur langweilige Babymagazine finden. Eigentlich müsste ich froh sein, dass Johannes mich rausgeschmissen hat. Und Elisabeth will wirklich mit ihm zusammenziehen? Ja, selbstverständlich. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für Arno ist. Das ist bestimmt Johannes, will mich wieder zutexten. Oh nee, Herr Schumann vom Fotostudio. Guten Tag, Herr Schumann. Oh, das klingt interessant. Ja, klar. Okay, um 8 an der Location. Ja, ich ziehe mir was Warmes an. Bis später. Cool. Mein Chef hat kurzfristig einen Auftrag bekommen. Er soll ein Industriegebäude bei Nacht fotografieren. Bei den Temperaturen kann ich mir was Schöneres vorstellen. Ja, aber besser als über unsere beknackte Familie zu diskutieren. Oh, was ist mit meinem Date mit Christian? Das musst du dann wohl canceln. Hey, ihr zwei. Hi, Coco. Naja, Job ist Job und Christian wird mir schon nicht davonlaufen. So, Monsieur, haben heute noch eine Verabredung, hm? Doch wohl nicht mit einer Frau? Nee, mit dem Weihnachtsmann. Ah, da kann Nico jetzt schon Wünsche erfüllen. Interessant. Kaum in Düsseldorf angekommen, schon macht mein Bruder die High Society klar. So liebe ich das. Ich mach Nico überhaupt nicht klar. Nico ist einfach cool, kennt sich hier gut aus. Und das ist einfach nur ein guter Kumpel. Sicher. Da drüben sitzt übrigens Ihr Bruder Konstantin, der Gelockte mit dem Blonden. Vielleicht hat er noch ein paar Tipps für dich. Ist dir eigentlich klar, was das bedeutet, wenn mein Vater mit Elisabeth zusammenzieht? Mhm. Eine Menge Stress für alle. Das ist alles, was dir dazu einfällt? Unsere beiden Familien sind im Arsch. Nico ist schon ausgezogen, Carla packt auch ihre Klamotten. Und Leonhard macht plötzlich einen auf den verständnisvoll. Und ich hock allein in dem alten Kasten. Oh, was will die denn hier? Hallo? Hi. Ich kann mir denken, worüber ihr gerade geredet habt. Es ist sicher schwer für euch zu verstehen, was Johannes und ich, was wir getan haben. Ich will es überhaupt nicht verstehen. Ich will es nicht verstehen, weil es das allerletzte ist. Jetzt lass sie doch erst mal ausreden. Bitte, Konstantin. Ich weiß, wir muten euch Dinge zu, die wirklich ganz schwer sind. Hören Sie auf, es ist sowieso zu spät. Deshalb müssen wir eine Lösung finden. Und zwar gemeinsam. Wissen Sie, wie die Lösung für mich aussieht?
Warten. Warten, bis Sie das Schloss wieder verlassen haben. Bis Johannes Sie abgeschossen hat. Was meinst du damit? Dass Johannes Sie betrügen wird. Wie jede Frau vor Ihnen. Sie kann doch nicht einfach mit dem Kleinen verschwinden. Leider ja. Tanja ist Hannes Mutter. Sie hat bestimmte Rechte und darf an den Besuchstagen natürlich mit ihm verreisen. Und wenn das eben kein Spaß war? Wenn sie sich wirklich mit dem Kleinen absetzt, einfach verschwindet? Tanja ist zwar einiges zuzutrauen, aber sie ist nicht dumm. Sie weiß genau, dass sie dann Hannes nie wieder sehen dürfte. Und das setzt sie nicht aufs Spiel. Ich habe trotzdem ein sehr ungutes Gefühl dabei. Sie bringt ihn wieder zurück, rechtzeitig, ganz bestimmt. Und sag Ansgar heute Nachmittag bitte nicht, dass Tanja mit Hannes unterwegs ist. Er soll sich nicht unnötig Sorgen machen. Hi. Hi. Was willst du trinken? Nichts. Ich muss sofort wieder weg. Dann lass uns nur eben kurz checken, was heute Abend so abgeht. Hier, im La Luna spielen die Schiff jetzt. Vielleicht kann ich noch 2 Karten organisieren. Christian, ich kann heute Abend leider nicht. Ich muss mit meinem Chef zu einem Fotoshooting. Kann man nichts machen. Ich würde gern bezahlen. Sag mal, habt ihr noch ein Zimmer in der WG frei? Im Moment nicht, aber willst du auf dem Sofa schlafen? Mal sehen, ich melde mich bei dir. Okay. Grüßt du Arno? Ja, klar. Ja, ich muss dann auch sofort wieder weg. Wir telefonieren? Klar. Schlecht gelaufen, was? Eher gar nicht. Hi. Hi. Du scheinst ja auch besonders gute Laune zu haben. Ich war heute Abend verabredet. Eigentlich. Lass mich raten, dein Date hat dir kurzfristig abgesagt. Und in der Glotze läuft auch nur Müll. Ich weiß auch nicht, was ich mit meinem freien Abend heute anfangen soll. Wie wär's, wenn wir beide heute zu euch im Club gehen? Danke. Herr Schneider, wer hätte gedacht, dass mir Ihr Anblick mal so willkommen ist? Graf Lahnstein? Ich hoffe, Sie bringen gute Nachrichten. Dann muss ich Sie enttäuschen. Ich habe leider immer noch keine entlassenen Beweise in der Hand. Was Ihre Verteidigung nicht leicht macht. Naja, Ihnen wird schon noch was einfallen, da bin ich ganz zuversichtlich. Den soll ich Ihnen von Natalie geben. Danke. Wie geht's ihr, dem Kleinen? Alles bestens. Ja, Sie werden ja so langsam meine persönliche Brieftaube. Geben Sie den, Natalie? Was denken Sie, wie das sind die Chancen, dass sie mich demnächst mal besuchen kann? Tja, das hängt von der Staatsanwaltschaft ab. Ich warte immer noch auf einen Termin. Naja, und dass mein Vater seine Kontakte spielen lässt, das kann ich ja sicherlich nicht erwarten. Wie kommen Sie denn mit den Haftbedingungen klar? Gut. Wieso? Nein, mir geht's bestens. Ja, und genau das werden Sie auch Natalie sagen. Elisabeth. Hallo, Johannes. Du glaubst gar nicht, wie gut es tut, deine Stimme zu hören. Elisabeth, was ist los? Ich habe noch einmal nachgedacht. Worüber? Ich halte es für keine gute Idee, zu dir nach Königsbrunn zu ziehen. Wieso? Weil es zu früh ist.
Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir zusammen und uns nahe sind, Elisabeth. Es geht doch nicht nur um uns. Es geht auch um deine Kinder. Elisabeth, Sie werden sich arrangieren. Das werden sie nicht. Ich habe Konstantin vorhin im No Limits getroffen. Er ist noch überhaupt nicht bereit, mich an deiner Seite zu akzeptieren. Was hat er gesagt? Ach, das ist doch egal. Ich glaube, es ist besser, ich bleibe hier. Bist du in der Pension? Ja. Dann komme ich zu dir. Ich halte es keine Minute länger ohne dich aus. Ich auch nicht. Hey, Mace. Na, wie geht's? Na? Sag mal, kommt Coco heute noch oder darf ich auflegen? Sie hat mir gerade eine SMS geschrieben. Sie ist schon auf dem Weg. Warum hat sie diesen Typen schon wieder dabei? Weil er besser aussieht als du. Und mit Gregor kommst du gut klar? Wenn er nicht gerade den großen Bruder raushängen lässt. Aber er weiß nicht, dass du im Gefängnis warst. Nein. Ach, wird bestimmt ganz leicht. Es sieht nicht jeder so locker wie du. Komm, ich geb dir einen aus. Hey, Jana. Hallo, ihr zwei. Bier? Sag ich nicht nein. Pepper wird wohl auf Dauer doch ziemlich langweilig, was? Vielleicht sage ich Nico noch Bescheid. Dass sie hier noch vorbeikommt, wenn sie mit dem Job fertig ist. So ein Fotoshooting dauert meistens die halbe Nacht und danach ist sie bestimmt müde. Meinst du echt? Echt. Soll ich dir meine neuesten Scheiben zeigen? Oder besser, du steigst gleich als Gast-DJ bei mir ein. Was hältst du davon? Und wenn du Glück hast, kannst du Ansgar in ein paar Tagen besuchen. Aber bis dahin musst du dich damit begnügen. Hat Ansgar meinen Brief auch bekommen? Wie könnte ich den vergessen? Ruf mich an, wenn was ist, ja? Mach ich. Hannes brabbelt den ganzen Tag und sagt schon Papa. Ich erkläre ihm dann, dass du bald wieder zu Hause bist und ihm jede Menge Weihnachtsgeschenke mitbringst. Ich habe dieses Jahr nur einen Wunsch zu Weihnachten. Dass du freikommst und der ganze Spuk endlich ein Ende hat. Ich verspreche dir, für uns beginnt ein neues Leben, wenn ich endlich wieder bei dir bin. Mir ist noch nie so klar gewesen, dass ich mit dir zusammen und glücklich sein möchte. Du kannst dich darauf verlassen, dass Lars und ich alles dafür tun, damit Tanja bald überführt wird. Bis dahin musst du durchhalten, Ansgar. Und vielleicht gibt dir die Aussicht Kraft, dass Hannes und ich immer an dich denken und dich sehr vermissen. Ich bin dir so dankbar, dass du dich um den Kleinen kümmerst, solange ich hier festsitze. Aber bestimmt fühlt er sich auch sehr wohl bei dir. Macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht es gut hier. Vor allem, weil ich weiß, dass es draußen zwei Menschen gibt, die ich sehr liebe. Ich habe offen gestanden nicht mit einer solchen Intoleranz und Verständnislosigkeit gerechnet. Carla fühlt sich auf wie ein nachpubertärer Teenager. Sie müssen akzeptieren lernen, dass wir uns lieben, Elisabeth. Das werden sie nicht tun. Jedenfalls jetzt nicht. Das hat Konstantin mir eben mehr als deutlich zu verstehen gegeben. Dann müssen wir noch einmal gemeinsam mit ihnen reden. Wie stellst du dir das vor? Wir fahren morgen früh nach Königsbrunn. Oh, das bringt doch im Moment nichts. Deine Kinder sind außer sich. Dann wird es Zeit, dass sie zu sich kommen. Johannes, bitte lass uns noch warten, bitte. Bis Sie ein paar Nächte darüber geschlafen haben, bis Sie sich an den Gedanken gewöhnt haben. Nein, Elisabeth.
Wir haben uns für diesen Weg entschieden. Und jetzt müssen wir ihn auch gehen. Dieser Typ sieht doch total scheiße aus. Ja, an dich kommt eben keiner ran. Eben. Ich dachte, Coco hätte Geschmack. Was soll sie denn machen? Du bist halt vergeben. Pass auf, jetzt kommt einer meiner absoluten Lieblingstracks. Ist auf Ibiza total angesagt. Das habe ich ja noch nie gehört. Wo hast du das ganze Zeug her? Internationales Netzwerk. Ein Freund kommt aus Ibiza. Er veranstaltet dort regelmäßig Clubabende. Und, wie sieht's mit dir aus? Noch keine Pläne, in die Sonne auszuwandern? Hatte ich mal. Aber inzwischen fühle ich mich sogar hier sauwohl. Ohne dich wird der ganze Laden wahrscheinlich auch gar nicht laufen. Weißt du, was das Wichtigste ist, wenn ein DJ einen neuen Track anspielt? Er muss immer testen, ob die Musik funktioniert. Aber die Leute gehen doch total ab. Nein, nein, nein. Feldforschung. Mann, das gibt einen fetten Muskelkater. Dabei habe ich die letzte Stunde doch nur Chillout aufgelegt. Dann liegt's wahrscheinlich an dem Höllencocktail, den du noch zum Ende gebraut hast. Ach, der war doch harmlos. Vergiss nicht, dass ich völlig außer Übung bin. Ich eigentlich auch. Aber mit dir hätte ich es bis heute Mittag auf der Tanzfläche ausgehalten. Du kennst echt keinen Erbarmen, oder? Kann ich trotzdem bei euch auf dem Sofa pennen? Ich wüsste was Besseres. Toppt sogar die Dachterrasse. Was denn? Du bist wirklich ganz schön aus der Übung. Sie sind sicher noch beim Frühstück. Johannes, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es noch zu früh ist. Guten Morgen, Konstantin. Guten Morgen. Ich möchte mit dir und deinen Geschwistern reden. Weil wir es für sinnvoll und vor allem für notwendig halten. Wollt ihr ein Kind aus Russland adoptieren? Fürs Image? Ich verbitte mir diesen Ton. Haben wir uns verstanden, Konstantin? Konstantin, ich kann doch wohl bitte von dir erwarten, dass du... Und weißt du, was ich von dir erwarte? Dass du wenigstens an manchen Tagen dein Gehirn einschaltest. Entschuldige. Dein 18. Geburtstag.